Mallorca ist die größte der Baleareninseln und bekannt für türkise Strände, steile Klippen und felsige Berge. Für uns ist es also der ideale Ort auf der Suche nach neuen Abenteuern und wir freuen uns schon darauf, diese Insel zu erkunden. Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir starten diesmal auch gleich direkt schon zur ersten Wanderung. Wir haben heute zwar noch ein anderes Ziel, aber wir haben diese Runde hier entdeckt und da dachten wir, die nehmen wir gleich auch mit. Also, ich schnüre meine Schuhe zu und los geht's. Wir haben die Wahl. Entweder hier diese Treppen hoch, wo nicht mal mehr das Geländer dran ist, aber wir müssen Höhenmeter machen, also wäre es eigentlich schon gut. Oder wir nehmen hier den Tunnel, der ist einfach nur gemütlich und gerade. Aber wir müssen dann, glaube ich, sowieso hoch. Also irgendwie, ich glaube, wir stellen uns dem einfach. Ich glaube, Roberto ist es völlig egal, der geht da hoch wie nix. Aber ja, ich bin etwas beunruhigt. Aber wir probieren es jetzt einfach mal. So, jetzt sind wir da gerade den Hang runtergekommen und jetzt stechen wir, so wie es aussieht, in den Wald rein. Es dürfte ein bisschen flacher werden. Vielleicht auch für die vielleicht auch mal auf Mallorca wandern wollen. Man sieht hier am oberen Stück, da ist ja der Weg richtig gut in Schuss, aber danach verliert sich der Weg ein bisschen. Also wir sind gerade richtig froh für unsere Wanderschuhe und würden das auf jeden Fall weiterempfehlen. Fehlende Worte. Es ist wieder mal so dieses tolle Gefühl, wenn man nach einer Anstrengung ankommt und einfach an so einem Ort ankommt. Also diese Aussicht, das Türkis vom Wasser, das ist unglaublich. So im Winter auf Mallorca, wirklich toll. Ja, wir essen jetzt unsere Brötchen und danach wollen wir noch hier hinten an die Spitze vor. Da gibt es noch mal einen kleinen Weg hin und da wollen wir schauen, da sieht sich auch noch mal sehr toll aus. Und danach ja, wollen wir eigentlich auch schon an unser eigentliches Ziel heute, denn wir haben ja eigentlich noch was vor. Was für ein Zufall, die kommen da einfach aus dem Wald. Einfach beide. Ja. Hm? Ja, was denn? Ja, was denn? Ich hab nix. So lange Ohren hast du. So lang. Ciao, ciao. Ja, die Wanderung war richtig schön. Wir haben keine einzige Person getroffen, das war richtig cool. Ein paar Tiere haben wir getroffen, das habt ihr ja gesehen. Ja, jetzt geht es eigentlich weiter. Wir räumen hier auf und danach geht es weiter Richtung Osten zum eigentlichen Punkt, wo wir heute Morgen schon hingehen wollten. Ja, aber da nehmen wir euch jetzt gleich mit. Was los?
War die Strecke nicht wunderschön? Also uns hat es richtig gut gefallen. Wir sind jetzt hier am Cap de Formentor. Das ist eigentlich der nördlichste Punkt hier auf Mallorca. Und wir genießen jetzt hier ein bisschen die Aussicht, nehmen noch den Sonnenuntergang mit und wir sehen uns morgen dann wieder. Guten Morgen. Wir hatten eine windige Nacht, haben nicht ganz so gut geschlafen, aber ja, wird schon. Dafür haben wir hier hinter uns oder vor uns gleich den Sonnenaufgang gesehen. War recht wolkenverhangen, darum hat man nicht so viel gesehen, aber es war trotzdem coole Stimmung. Ja, heute wollen wir eine Stadt hier in der Nähe anschauen, den alten Stadtkern. Und ja, aber davor starten wir jetzt erstmal gemütlich in den Tag und dann schauen wir, was der Tag bringt. So, der Van wird fertig gemacht und dann geht es auch schon ab in die Altstadt. Wir sind nämlich hier bei Alcúdia. Das ist die älteste Stadt auf Mallorca und ich glaube die drittgrößte Gemeinde. Von dem her erhoffen wir uns da doch einiges und gehen auch gleich los. Die Anfänge von Alcúdia reichen bis ins 13. Jahrhundert zurück und es gibt hier sogar einige Überreste aus der Zeit der Römer. Heute ist sie mit etwa 20.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt auf der Insel und besticht durch ihre charmanten, blumengeschmückten Winkel. Alcúdia ist eine richtig süße Stadt, hat uns richtig gut gefallen, hier durch die Straßen oder Gassen zu schlendern. Allerdings merkt man schon, wie wenig hier los ist. Also die Atmosphäre ist fast ein bisschen bedrückt, denn es sind einfach keine Leute auf der Straße. Die Läden waren großteils zu und nur als die Schule zu Ende war, da sind ein paar Kinder durch die Gassen gelaufen, aber ansonsten trifft man wirklich kaum eine Seele. Also man merkt schon, wie die Situation auch diese Stadt hier im Griff hat. Aber trotzdem, es ist wirklich wunderschön und auf jeden Fall einen Besuch wert. Wir fahren jetzt trotzdem noch mal weiter, eine Ortschaft nördlich nach Port Poyensa. Da soll nämlich eine wunderschöne Promenade sein und da wollen wir ein bisschen spazieren gehen. Und da sind wir. Ja, wir gehen jetzt da diese Promenade oder den Strand entlang. Bis da nach hinten irgendwo, da ist der Ortskern. Also los. Uns ist in Alcúdia und auch vor allem hier aufgefallen,
dass überall an den Häusern diese SOS-Tourismus-Plakate stehen. Und ja, wir haben uns gewundert, was ist das, was soll das? Und wir haben da ein bisschen was gelesen. Ja, ja, und anscheinend ist das eine Initiative, wo sich verschiedene Branchenverbände aus der Tourismuswirtschaft zusammengeschlossen haben und so ihre Meinung kundtun wollen. Also es ist explizit keine politische Bewegung, aber sie wollen halt irgendwie mitteilen, dass es zu langsam vorangeht. Es geht, glaube ich, auch um die Impfkampagne und einfach, dass der Tourismus sehr darunter leidet, dass bis vor kurzem auch nicht mal Touristen einreisen durften. Ja. Also ein sehr heikles Thema wahrscheinlich auch, weil es ja immer schwierig ist zu sagen, was ist richtig, was ist falsch, was ist übertrieben oder angebracht. Ja. Ja, für uns, also wir würden gerne die Leute auch ein bisschen unterstützen, indem mal wo essen gehen. Oder, aber leider ist alles zu oder die meisten haben gar nicht geöffnet, weil es sich gar nicht lohnt. Also es sind wirklich keine Leute hier, wie in Alcudia, wie ihr vorhin gesehen habt. Es ist einfach leer. Es ist einfach leer. Auf der einen Seite ist es schön für uns, um das so erleben zu dürfen. Auf der anderen Seite ist es auch tragisch, ja, was all den anderen Leuten hier quasi passiert. Ja. Naja. Ja, hoffen wir halt, dass sich die ganze Situation einfach bald bessert. Genau. Ja, wir versuchen jetzt einfach mal den Moment zu genießen. Wir gehen wieder zurück zum Van, glaube ich. Genau. Und suchen uns einen Schlafplatz für heute Abend. Wir sind nun wieder zurück aus Porto Poyenza, zurück an unserem alten Schlafplatz, den wir schon ein paar Mal besucht haben. Er ist gut bewährt. Ja. Kann man nichts falsch machen. Ja, auf jeden Fall hat uns ja auch der Rest von Mallorca sehr gut gefallen bis jetzt. Also der Rest. Dieser nordöstliche Zipfel hier, denn es gibt ja noch so viel mehr zu sehen. Das kommt aber in den nächsten Videos und wir hoffen natürlich, dass ihr da wieder dabei seid. Wir hoffen, dass euch auch diese Eindrücke bis jetzt schon gefallen haben. Und falls ihr aber irgendwelche Tipps, Ideen oder Kommentare habt, wie wir das vielleicht verbessern könnten, dann schreibt es doch in die Kommentare rein. Wir sind ja noch am Anfang, wir können immer noch was lernen. Ja, auf jeden Fall. Und das würde uns freuen, wenn wir uns da noch verbessern können. Ansonsten, falls euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Bald knacken wir die 1000. Würde uns freuen, wenn wir das zusammen mit euch machen könnten. Und ja, ansonsten war es das für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber ich kann Truthähnisch. Ich zeig's euch gleich. Ja.